Natur ist für mich eine Kraftquelle, lebensspendend. Es ist Erholung. Natur schenkt mir Wurzeln. Ich habe die Biodynamie in Frankreich kennengelernt und ich habe dort gesehen, wie lebendig die Böden sind und was da für eine Lebenskraft ist. Und für mich war das so dieser Moment, wo ich gesagt habe, wenn ich das Weingut übernehme, dann möchte ich so arbeiten. Unser Weingut hatte 8 Hektar damals, war konventionell geführt. Gott sei Dank, mein Vater hat auf den Boden geachtet, aber eben konventionell. Und das kam dann, die ersten heißen Jahrgänge 2002, wo ich gemerkt habe, es ist alles außer dem Gleichgewicht. Es sind Krankheiten neu entstanden in den Trauben und Reben und die Reife ist explodiert, die Weine waren außer dem Gleichgewicht und gesagt, also schlimmer kann es nicht werden. Und jetzt ist es wirklich Zeit, umzustellen. Wenn ich meine Weingärten anschaue, dann bin ich sehr dankbar und sehr zufrieden. Und ich denke mir, es ist ein guter Weg, den wir gehen, weil die vital sind, die strotzen vor Kraft. Es ist bunt und das Schöne ist, es wuselt, es summt, man kann viel hören, die Insekten leben da. Unsere Weingärten haben auch eine Resilienz, ein gestärktes Immunsystem. Aber wenn man die Rebe angreift, sie ist elastisch, sie ist in einer Spannung. Wenn ich die Blätter angreife, die Blätter fühlen sich auch kühl an, elastisch. Und wenn das alles da ist, dann kann man sich vorstellen, dass das auch im Wein sich widerspiegelt. Sprich Finesse, Eleganz. Unter Biodynamie versteht man eben, dass man das Leben fördert, das Lebendige fördert. Und lebendig ist einfach Vielfalt. Das heißt, wir leben im Rhythmus der Natur und wir versuchen, die Natur in ihrem Rhythmus auch zu unterstützen. Ein wesentlicher Aspekt oder Bestandteil der Biodynamie ist ja auch die Kreislaufwirtschaft. Also das, was ursprünglich war, das ist jetzt wieder, nämlich wir machen unser eigenes Heu. Wir füttern mit dem eigenen Heu unsere Tiere. Wir haben wieder Tiere im Hof, auf der Weide. Und die Tiere mit ihrem Dung, der Dung wird verkompostiert, die füttern unsere Böden. Kompost, den bringen wir dann aus und das fördert eben Humus, unseren lebendigen Boden. Und das ist das Ziel, lebendiger Boden, lebendige Pflanze und lebendiger Wein. Die Begrünung ist ganz wichtig. Einerseits wirft die Begrünung Schatten, das heißt, die Begrünung senkt Temperatur. Und wenn man sich da reinstellt in so einen Weingarten, dann hat man das Gefühl, es ist 10 Grad kühler als in einem offenen Boden. Und die Begrünung durchwurzelt, bindet Kohlenstoff, CO2 in den Boden und fördert Sauerstoff. Das heißt, wir haben auch einen Beitrag für den Klimawandel. Also in Summe bauen wir Humus auf, wir leisten einen Beitrag für die Temperatur, Abkühlen und auch Wasserspeicherung. Wir haben rund um die Weingärten auch wieder Kirschbäume gepflanzt. Wir haben Vogelhäuser gebaut oder Greifstangen für den Falken, für die Bussarde. So wie wir Menschen das ganze Leben lang sind wir immer auf der Suche nach der Balance, nach der inneren Balance. Und das Landwirt natürlich im Außen, im Boden, in der Pflanze, in der Traube. Und das widerspiegelt sich dann im Wein. Wenn wir es schaffen, ernten wir Trauben, die reif sind, aber vital, somit dass wir im Weinkeller nichts hinzufügen müssen. Eine Bäuerin ist für mich ein Beruf, der in der Gesellschaft sehr wichtig ist. Wir produzieren, wir ernähren die Gesellschaft, wir prägen die Kultur mit der Landschaft. Also der Bauer hat eine ganz wichtige Funktion. Und einen tollen Beruf obendrein, weil mit der Natur, mit dieser Schöpfung zu arbeiten, ja, das erfüllt und mit Dankbarkeit und großer Freude. Wir schaffen unverwechselbare Weine, Weine, die den Boden, das Klima unserer Region widerspiegeln, aber gleichzeitig die Vitalität, die Lebendigkeit. Und das macht die Spannung und das ist die Balance und das ist die Harmonie. Und das schmeckt mir.
bin Birgit Braunstein, eure Biodiversitätsbotschafterin.